Ja, wenn Sie immer mal davon geträumt haben, ein Fahrzeug zu erwerben, was 3,5 Tonnen hat und noch ordentlich Zuladung noch mit dazu und so aussieht wie dieses hier und noch bezahlbar ist, dann sollten Sie vielleicht mal an die Firma HRZ wenden. Wir sind in Bern auf dem Swiss Caravan Salon. Ja, hier ist Elia Akavi. Ich grüße Sie herzlich. Guten Tag, hallo. Ja, da steht er jetzt, da kann man stolz drauf sein. Mercedes-Benz hat vieles verändert, oder, bei Ihnen? Der neue Sprinter macht das Fahren komfortabler. Der Sprinter lässt sich heute wie ein SUV fahren. Was Sie hier sehen, ist der Sprinter mit mittlerem Radstand, also 5,93 Meter lang, 1,99 Meter breit und mit Allrad und Dachluke 2,95 Meter hoch. Ja, er sieht schön aus, er hat auch ordentliche Reifen drauf. Das geht wahrscheinlich noch ein bisschen härter. Es gibt andere Reifen, das sind jetzt All-Terrain-Reifen, die sind so mittendrin, sowohl im Gelände gut als auch auf der Straße gut. Sogenannte MT-Reifen wären auf dem Gelände besser, auf der Straße etwas lauter. Das ist ein Ganzjahresreifen, kann man Sommer, Winter fahren, wird auch weltweit verkauft und von daher sehr oft gekauft. So, das ist jetzt ein Allrad. Ist das Original-Allrad? Der kommt von Mercedes? Der ist von Mercedes-Benz. Hersteller ist der Firma Obereigner. Ist der zuschaltbare Allrad mit Untersetzung. Sehr schön. Ja, die meisten, die haben ja geschrien, weil sie gesagt haben, ja, der Sechszylinder ist weg. Ist das noch ein Sechszylinder? Das ist jetzt ein Sechszylinder. Der Sechszylinder ist noch lieferbar. Wie lange, kann momentan keiner sagen. Noch können wir die bestellen. Wir hoffen nicht noch ein paar Monate, aber es kann eigentlich keiner richtig sagen. Okay, das heißt auch für Sie natürlich vorordern, ich sag mal möglicherweise, denn der Motor hat einige Vorteile. Ich nehme an, das Drehmoment ist etwas stärker. Der Sechszylinder hat natürlich den riesen Vorteil, dass er ruhiger läuft, dass er langlebiger ist, einen höheren Drehmoment hat. Und viele Kunden möchten den, falls sie hinten was ziehen wollen. Ja, das heißt, er darf vielleicht ein bisschen mehr ziehen. Ja, 3,5 Tonnen, das ist natürlich in der Gewichtsklasse eine große Herausforderung. Ich sag mal, der wiegt auch schon leer einiges, oder? Also das Fahrzeug wiegt, so wie es da steht, ausgebaut mit Allrad 2940 Kilogramm. In der Grundversion haben wir den 2,2 Liter Motor drin mit 163 PS. Ja, ich zeig's mal gerade hier vorne, steht der HRZ Mambo. Wie seid ihr auf den Namen gekommen, Mambo? Tja, wir haben den Modell Tango da hinten und den Modell Mambo. Das sind 2-Personen-Fahrzeuge und deswegen haben sie nach Tanz benannt. Ja, der Preis 128.000 Schweizer Franken, in Euro ungefähr 120.000. Ja, das sind, so wie er da steht, mit dem Sechszylinder-Automatikgetriebe, was dabei ist, liegt er jetzt bei 128.000 Schweizer Franken. Die Preise gehen hier ab 107.000 Schweizer Franken los. Ja, die sind schön ausgebaut. Ihr macht das selber, nehme ich an. Ihr habt eine Werkstatt in Deutschland oder wo werden die gebaut? Wir sind der Hersteller, das heißt, wir produzieren die Fahrzeuge alle selbst. Das Konzept Mambo, was Sie hier sehen, ist ein 2-Personen-Fahrzeug für ein sportliches Paar, was hinten 2 Fahrräder oder auch Skisack oder andere Sachen hier mitnimmt. Das heißt, hier haben wir extra für die Skier einen Skikanal eingebaut. Durchladen. Zum Durchladen, Skiausrüstung, Tisch, Stühle und man hat hier Platz für 2 Fahrräder. So, ich zeige das mal im Ganzen. Wenn Sie mal gerade da stehen bleiben, als Vergleich der Größe. Genau, der Skikanal. Und dann hat man hier Platz für 2 Fahrräder. Ich schätze mal, dass Sie so 1,90 Meter groß sind. Ich bin 1,93 Meter. 1,93 Meter so. Und damit Sie sich mal kurz daneben stellen, das ist schon ein großes Fahrzeug. Der ist wahrscheinlich extra hoch, der hier, oder? Durch den Allrad ist er 11 Zentimeter höher. Das heißt, der ist auch jetzt nicht höher gelegt worden von Ihnen? Nein, das ist mit dem Original-Allrad automatisch mit dabei. Wir haben hier eine Watttiefe von über 60 Zentimeter und die Fahrzeuge werden mit dem Allrad automatisch immer ca. 11 Zentimeter höher. Ja, ich zeige mal gerade, das sieht auch ziemlich toll aus. Das Fahrzeug ist natürlich jetzt nicht mehr für die Tiefgarage gedacht, dafür war es aber nie gebaut, oder? Also kein Kastenwagen, in dem man stehen kann, auch ohne Allrad, kommt man in die Tiefgarage. Das war Spaß. Ja, das ist klar. Man kann hier drin stehen, aber wir sind unter 3 Meter hoch. Unter 3 Meter hoch. So, ich zeige es mal gerade, denn ich sag mal, der Vorteil ist, egal wo man hinfährt, es gibt Bäume, die wachsen auf Campingplätzen und so weiter. Wenn man dann im Camping steht, sind die Leute, die bei euch die kaufen, gehen die damit in die Wüste? Oder ist das so Schlechtwetterfahrzeuge oder Allwetter, Allstraßenfahrzeuge? Also wir haben in der Tat sehr viele Weltenbummler. Der Sprinter bietet hier an, dass man kompakt fahren kann. Das Fahrzeug ist sommer- und wintertauglich. Wer so ein Auto kauft, der steht wenig auf Campingplätze. Die Leute fahren sehr viel.
So, ein paar entsprechende Details. Die Wandverkleidung, wie habt ihr die ausgeführt? Also wir haben hier links und rechts immer 7 cm Isolierung drin. 20 mm PE, schauen wir, 5 cm Luftschicht da dahinter immer. Das heißt, es ist doppelt isoliert. Sie stehen auf dem Sandwichboden. Besonders bei unseren Allradkonzepten ist die Nasszelle. Das ist eine GFK-Kapsel aus einem Stück Hand laminiert. Prinzip wie im Flugzeug so ein bisschen, oder? Das ist wie beim Boot, wie bei dem Yachtbau. Das heißt, damit die Offroad-tauglich ist, wird die in einer Form handlaminiert. So können die Kunden 30 Jahre lang fahren, ohne Angst zu haben, dass jemals undicht wird. Ja, wichtig ist, dass der Möbelbau funktioniert, denn wenn man auf schlechten Wegen unterwegs ist, darf nichts knarzen und erst recht nicht. Das heißt, die Leute erwarten nicht, dass er auf der normalen Straße gut fährt und nicht knarzt, sondern der darf Offroad auch nicht knarzen. Ne? Das Auto muss auch im Gelände standhalten. Deswegen sind alle Möbel werden vom Boden getragen. Kein Möbelstück ist mit dem Himmel verschraubt. Sogar hier oben hat der Himmel, wenn ich es gerade zeigen darf, kann der Himmel ein bisschen arbeiten. Das heißt, der Himmel ist so, dass der Himmel arbeiten kann. Alles wird von unten getragen. Ein Offroad-tauglicher Möbelbau. Genau, da vorne ist eine Sitzgruppe. Ich glaube, da gibt es auch was zu sagen. Wahrscheinlich kann man den Tisch ausziehen. Ich kann es nur vermuten. Hier sitzt man so gegenüber. Der Tisch wird hier einfach rausgezogen. Dann hat man den Tisch zu zweit. Das Besondere an diesem Konzept, das Bett ist erhöht, weil wir hinten ja die Fahrradgarage haben. Wir haben hier ein Längsbett, das wie eine Schublade rausgezogen wird. Ein Längsbett? Und dann hat man 2 Meter mal 1,60 Meter Doppelbett. Stark. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Da habt ihr euch was einfallen lassen. Wieder reinfahren. So hat man nachher, hier sitzt man, Toilette, Kleiderschrank. Ein großer Kleiderschrank. Großer Kleiderschrank. Der Kühlschrank ist hier vorne, dass man auch von außen dran kommt. Von draußen zum Drankommen. Das Kühlfach ist auch so, dass man es rausnehmen kann, wenn man mehr Volumen braucht. Der läuft mit Strom? Der läuft mit 12 Volt. Das ist ein Kompressorkühlschrank und läuft mit 12 Volt. Solar auf dem Dach? Optional natürlich möglich. In der Serie haben wir 3 Batterien drin, 240 Ampere-Stunden. Und einen 45 Ampere Booster ist auch dabei, damit die Leute nicht stromabhängig sind. Das heißt, die Leute stehen 3,5 Tage, fahren einen halben Tag und wenn sie das einhalten, müssen sie nicht an den Strom. Wer länger stehen will als ca. 3,5, 4 Tage, kann natürlich Solaranlage auf dem Dach drauf machen. Ich zeig mal vorne das Cockpit, das ist sehr Automotive. Das bedeutet ein Feeling wie ein PKW, er ist sehr leise. Das ist der Mercedes-Benz Sprinter. Das Modell hat jetzt den großen 10,2 Zoll Monitor mit Spracherkennung. Das ist noch ein Schaltgetriebe, zuschaubarer Allrad mit Untersetzung. Da lässt sich heute wie ein SUV fahren. Das ist wirklich so. Das Ja, heißt ist also, wirklich so Länge und Größe und Höhe, da ist man schnell dabei, dass man sich daran gewöhnt. Das Fahrzeug ist unter 6 Meter lang, unter 2 Meter breit und unter 3 Meter hoch. Außer Tiefgaragen ist alles möglich. Ich zeig mal gerade hier vorne. Wenn Sie sich mal gerade da hinsetzen, dass man einfach mal sieht, die Raumtiefe hier von dem Fahrzeug. Wir haben ein 6 Meter Fahrzeug und hier sieht man auch mal, er geht auf den Beifahrersitz. Auch der ist aber nicht zu drehen, oder? Nee, der Fahrersitz ist jetzt bei dem Modell nicht zu drehen. Aber es wird wahrscheinlich auch keinen Sinn machen, da sitzt man gegen die Toilettentür. Genau. Multifunktionssysteme sind drin, entsprechende Assistenten sind verbaut. In der Serie ist der Seitenwindassistent. Mehrere Systeme kann man optional bestellen. Alles, was man will, was auf der Preisliste von Mercedes steht, nehme ich an. Das, was man halt braucht. Der eine sagt, ich möchte den aktiven Spurhalteassistent oder Distronic, ist alles bestellbar. Das, was der Kunde haben will, das kann er ordern. So, das heißt also, Zielgruppe könnte auch der normale Camper sein, der vielleicht das Video sieht und sagt, ich möchte gerne ein Fahrzeug haben, was vielleicht ziemlich cool aussieht. Ich meine, von der Preisklasse her knapp über 100.000 Euro. Franken, genau. Also es ist so, wir haben über 20 Modelle, alles auf Mercedes-Benz Sprinter. Das Konzept ist speziell entwickelt worden für 2 Personen, die 2 Fahrräder mitnehmen wollen. Okay. Wir haben andere Modelle mit Querbett, Längsbett, Bett oben, separate Duschkabine. Okay. Das Konzept ist entworfen worden für 2 Personen und 2 Fahrräder. Okay, ich verstehe das. Das heißt also, Leute, die von vornherein wissen, wir sind zu zweit unterwegs. Das heißt, es hat auch 2 eingetragene Sitzplätze. Richtig.
So. Und ich kann ansonsten noch das Gewicht noch sparen. Ist jetzt schon Lithium drin hier? In der Serie nicht. Wer aber möchte, kann nochmal 30 Kilo einsparen, indem er Lithium-Batterien nimmt. Ist das ein Thema, 3,5 Tonnen bei jungen Leuten? Oder ist das hier in der Schweiz ein Problem, dass die vielleicht den Führerschein nicht haben? Das ist allgemein ein sehr wichtiger Punkt. Das heißt, gerade die jüngeren Leute haben ja nicht mehr den 7,5 Tonnen Führerschein wie die Älteren. Wenigstens ein Vorteil, wenn man graue Haare hat. Wir haben früher automatisch 7,5 Tonnen gehabt. Ja. Heute ist das Thema 3,5 Tonnen sehr wichtig. Und gerade Schweiz, Österreich, Schweizer, Österreicher hatten ja immer schon den 3,5 Tonnen. Das war nur in Deutschland die 7,5 Tonnen. Und die 3,5 Tonnen sind auch wichtig, falls jemand sagt, ich kaufe das Auto, meine Kinder sollen mal damit fahren. Unter 3,5 können die das. Geht. Und das mit der Zuladung, ist da der Fahrer mit drin beim Leergewicht? Also das Gewicht, was wir hier errechnen, ist 2940. Das ist Ausbau, Fahrzeug und Allrad. Ja. Das heißt, für Wasser, für Diesel, für Passagiere, für Lebensmittel und für Kleidung bleiben 560 Kilo übrig. Okay, das heißt, man muss ein bisschen natürlich aufpassen, was man einlädt. Wenn man mit 2 Personen fährt, das sind 200 Kilo vielleicht weg, je nachdem, wie schwer die sind. Plus natürlich Wasser und so weiter, aber es geht, wenn man darauf achtet. Also mit Allrad kriegt man halt nicht mehr rein. Das heißt, man muss mit 570 Kilo haushalten. Wem das reicht, der ist unter 3,5 Tonnen. Wenn jemand sagt, das reicht mir nicht, es gibt noch eine 3,88 oder eine 4,1 Tonnen Version. Der Sprinter ist ja heute bis 5,5 Tonnen lieferbar. Sehr schön, ja. Ja, wenn Sie mir noch kurz ein paar Schubladen zeigen, wie das gebaut ist. Das heißt, ihr macht den Möbelbau selber? Alles selbst natürlich. Die Schubladen sind alle 15 mm mit Blumenauszüge und Selbsteinzug und unterschiedliche Größen. Natürlich. Besteckschublade für Material. Also ausreichend Platz, um alles reinzumachen. Hier haben wir etwas größere Sachen, Stauraum. Und das Heizen ist mit Diesel? Das Fahrzeug, alle unsere Allradfahrzeuge haben serienmäßig die Truma Kombi 6 Dieselheizung verbaut. Schön. Das Bedienpanel ist hier vorne HRZ. Ist das jetzt ein eigenes, was ihr habt? Oder? Ah ja, ich sehe es gerade. Ist es von Votronic? Ja, das ist das Votronic-Panel. Ist aktuell das Beste, was es auf dem Markt gibt. So, da ist noch ein riesiges Staufach drüber. Wenn Sie das mal kurz öffnen. Jetzt mal reinschauen, was da drin ist. Also man versucht jeden Zentimeter auszunutzen und überall, wo Platz ist, haben wir ein bisschen Stauraum. HRZ, ja, da sind wahrscheinlich die Batterien drunter unter den Sitzen. Unterm Beifahrersitz sind 2 Batterien, insgesamt 240 Ampere-Stunden, unabhängig von der Mercedes-Batterie. Sehr schön. Ja, wenn Sie mal kurz mit mir mitkommen, dann machen wir nochmal ein Gesamtbild von dem Fahrzeug. Hier steht da, die Farbe ist natürlich sehr gelungen. Das ist eine richtige Trendfarbe, oder? Die Farbe ist Graphitgrau, eine Sonderfarbe. Es gibt über 100 Sonderfarben zur Auswahl. Sieht so aus. Und das kommt komplett, wie es hier steht, mit den Reifen, mit den Felgen, mit der Ausstattung, wie es hier steht, zu dem Preis? Also ab 107.000 Schweizer Franken. Okay. Und der Rest kommt darauf an, was der Kunde noch optional noch haben will. HRZ, ihr seid wo? In Bretzfeld, in der Nähe von Heilbronn. Von Heilbronn. Ja, vielen, vielen Dank. Und ja, wenn Sie Lust haben, unter 3,5 Tonnen auf Mercedes-Benz Sprinter 4x4, hier ist er, der Mambo. Tschüss.